Someone's gonna do Ich bin it. überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Jetzt geht's los, Alter. Die Weigh-ins stehen an. Ein Geschenk für meine Frau. Die ersten offiziellen Olympia-Sammelkarten. Super geil. Die sehen aus wie Pokémon-Karten. Also wenn ihr die irgendwo erwischt, holt sie euch. Ich muss jetzt pissen und dann hoffen wir mal, dass ich das richtige Gewicht habe. Du bist reich beschenkt am frühen Morgen. Wollen wir da mal reinlupen? Ich weiß nicht, ob wir schon dürfen, nachher will Ja. er. Da könnte ich aber sagen, du hast mich genötigt. Ja, wie beim Kochen, ne? Richtig. Ich bin wieder schuld. Ah, sieht cool aus. Sieht echt cool Wir haben es auch mal geschafft nach, lass mich nicht lügen. Wann hat es angefangen? 9. Nach 1 Stunde 15 Minuten sind wir draußen. Gewicht wurde easy geschafft. Ich bin sogar gewachsen. Nein. Bin größer. Ja. Das Gewicht hat super gepasst, wie der Chef das geplant hat. Wir waren knapp dran, aber so hat man es gern. Einen guten Puffer für den Kopf. Ja, wir haben eine Tüte voll mit Goodies, beziehungsweise hier war Daily drin und 1 Liter Wasser. Das habe ich jetzt schon auf direktem Wege verhaftet. Das interessiert Alicia am meisten. Nein, Schatz, für Ja. diese rosa Pink Blumen Olympiajacke. Die holen wir dir. Wir haben eine Olympiajacke drin, wir haben noch ein bisschen Outfit drin. Hotel eingecheckt hast du schon, gell? Ne? Nee, Weil die da drin haben mir Bescheid gesagt, dass gerade jemand versucht, in mein Hotelzimmer einzuchecken. nee, Hab ich gesagt, das müsste meine Freundin sein. nee, ich hab nicht angecheckt. Ach so, ja, ich dachte, ihr habt das schon gemacht. Dann beginnt die Press Conference. Aber wir würden hier bleiben, oder? Ja. Das macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt ins Hotelzimmer, essen, aufladen und dann Press Conference Time. Ready, bro? Von drin gab es nicht viel zu sehen, aber ist auch nicht so spannend gewesen. Wir saßen eigentlich rum, dann wird man aufgerufen, dann ja, werden die Nummern gegeben und dann wird auf jeden Fall auch noch erklärt, was so am Wochenende abgeht und was gemacht wird. Und dann, hey buddy, you good? You good? Yeah, Jamie's right over there. We'll see you. We'll Yeah, come we'll find see you. us. Yeah, All right. good evening. Ja, und dann wurden da drin die Nummern verteilt. Wir haben die Lucky Number 13. Ich weiß nicht wo, ich glaube, ich habe schon eine Pro schon gewonnen, wo ich die 13 auch hatte. Deswegen, ja, die kann ich wenigstens nicht verchecken wie so eine 28 oder so 36 oder so, 63. Da bist du dann verwirrt auf der Bühne. Aber ja, Mann, hat sich gut angefühlt. Jetzt fällt von einem auch immer ein bisschen so Erleichterung runter, weil ich wusste zwar, wir schaffen es und wir müssten da nicht irgendwie wie andere irgendwie krass entwässern, um ins Gewicht zu kommen oder so, sondern sind ja die letzten Tage schon perfekt reingegroovt, der Plan ist perfekt aufgegangen und jetzt eben, ja, jetzt wird die Hütte voll gemacht. 23 Stunden Zelle, jeden Tag das gleiche. So, Olympia Hotel, eingecheckt. Ich sehe echt aus wie so ein Bär, der aus dem Wald kommt. Ich freue mich auf den Friseurtermin morgen. So räudig bin ich da noch nie aufgekreuzt. Aber das ist egal, denn von der Press Conference bin ich nur von Weitem zu sehen. Ansonsten, ja, lief eigentlich ziemlich smooth. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, was zu essen, sage ich euch. Nein, das ist auf eine Mikro geholt. Oh, mein Löffel habe ich auch vergessen. Gib mich Haken. Na was? Mikro und Löffel. Nee, ich muss jetzt essen. Esse ich kalt.
Meal 1, Lademahlzeit, Uno, 30 Gramm Honig, 120 Gramm Reispudding, bisschen Final Protein, 20 Gramm und eine Banänsche. Rein da. Natürlich halte ich auch euch auf Instagram auf dem Laufenden. Wir haben die nächste Mahlzeit. Wir haben 140 Gramm Reis, ungekocht gewogen. Ich habe da gestern Abend ja einen Bottich vorgekocht. Da ist jetzt 100 Gramm Ananas drin. Ananas sorgt einfach für bessere Verdauung. Da kommen jetzt nochmal 10 Gramm vom Bärchen drüber. Der Honigbär, der Miracle Bear himself, der Carb Up Bear. So, ja. Die 11 Gramm, 1 Gramm Sonderzuschlag. Und der teuerste Espresso, sponsert beim Kameramann. $5. 5 Dollar, genießen. Pures Gold dazu, einfach ein bisschen in Fahrt zu kommen. Und auch Kaffee sorgt für bessere Verdauung. Plastikgabel natürlich, um das Ganze möglichst noch mehr Müll zu machen. Und ein Zimtteppich da auch drüber. Die essen jetzt ein bisschen schneller hintereinander, die ersten 2 Meals, weil dann geht es ja ab zur Pressekonferenz. Da kann ich dann erstmal nichts essen. Wer weiß, was davor und danach passiert. Und dann fahren wir danach nach Hause. Da kann ich mich dann hinlegen, eine Runde pennen. Vielleicht ein bisschen durchposen, oder sehr wahrscheinlich heizt mich Alice dann nochmal eine Runde durch. Und heute Abend dann, Ja. und heute Abend dann zu dem Meet der Olympians, wo ich hoffentlich einige von euch treffen werde. Und wir dann ein bisschen Action machen. In diesem Sinne. Übergeil. Mit unserem Merch am Start. Richtig geil, der Support. Was eigentlich interessanter wäre zu filmen, wäre ein Full Day of Eating von Alice übers Wettkampfwochenende und Full Day of Eating von Stefan und vom einen der Kameracrew. Also da wurden sich gerade schon ESN Oat Bar reingehauen. Alice lebt von Kaffee und Früchten übers Wochenende. Und ich glaube, da ist es dann immer so, in der Zeit, wo das Support-Team, wo ich Diät mache, zunimmt durch die USA-Reise und dann ich den Carb-Up starte und ich dann da zunehme, nimmt die ganze Crew um mich rum ab. Und so kommen wir dann alle mit demselben Gewicht wieder nach Hause. Und so ergänzt man sich da. Die Balance of Life, ja. Leute, ihr seid live dabei, auch wenn ich meinen heiß geliebten Miracle Wear Hoodie auch nur ungern ausziehe, streife ich jetzt das erste Mal die 2023er Mr. Olympia Competitors Jacket über. Natürlich darf der Talisman nicht fehlen, die Bärenkralle, also Berlin trage ich auch in meiner Brust. Go down this way and go around the hall, okay? Okay. To the left, okay? Orientierung ist das A und O. Und obwohl das vor 2 Jahren hier war, ist doch ein bisschen was anders. Aber jetzt schauen wir mal, was abgeht. Press Conference Time. I think you can be the most popular bodybuilding athlete in the world in 3 to 4 years. You're gonna have worldwide recognition before you know it.
A product of German engineering, please welcome Urs, the Miracle Pig Kalasinski. I'm here for a few reasons. I would say I'm absolutely walking home with that trophy, but that's not the only reason I'm here this year. You know, this is my 5th time chasing after a title. I've been on the Olympia stage, been competing for 10 years, and if I've learned anything, it's that in the past I felt I've had to just shut down a lot, repress a lot, and just go into this performance mode to win the Olympia and just kind of like push everything aside. And this year, what I wanted my goal to be was to be different. I wanted to feel the whole journey. I wanted to have fun training. I wanted to enjoy the process, feel the ups, feel the downs, not just numb them all out. So that when I show up here, the week before the Olympia, I'm present, I'm happy, I'm excited to be here. I'm smiling, I'm chilling with my family, they're all here, and we're just having a good time. Because that's really what it's about for me. I put in the work, I know these guys are fighting for 2nd place, and I'm just here to have fun. Yeah. It's gonna be a good year. So now we got to hear. Urs Kalasinski says that you ain't even gonna get 5. He's gonna put an end to that right here, right now, this year. Enjoy your 4. I know he loves you like a brother. But it's time to move on. Urs is a miracle bearer. Can it happen? Will it happen? We all know everything can happen in this world, especially nowadays, but we're gonna find it out Saturday evening, huh? You gotta get past Dino before you can get the C-bomb. I know he don't understand me when I say it in English, so I say it in Portuguese. Cuidado, tô chegando. Fuad, I'm sure you got a whole bunch of follow-ups going through that head right now. No, actually, you asked the question I was going to ask. Is Urs said that he put on 15 pounds since his last attempt at beating Chris. And Chris says it's going to kind of be, it sounds like he's saying it's going to be a walk in the park. So I don't know, Urs, you trained with him. Did you see anything when you were training with him that gave you an idea that you could surpass him this year? Yeah, so definitely that he's getting older. So I knew I invested a lot the last year. I trained my ass off over there in cold-ass Germany in the bunker. And he has a great gym, sunny weather, so I knew I worked my ass off. No, but beside that, it's always good to train with those other competitors. It's always the reason why I fly in the US a bit earlier. Yeah, meet those guys. I also came over to Brazil and trained with Ramon. So I think it's good to push each other in a certain way, and also don't forget the fun. Yeah, and it's also funny and at this level of bodybuilding, trust me, so it's a great sport, a great lifestyle, and everybody should join it and follow it. All right, thank you, Urs. Tarek El-Guindi, you catch more flack than anybody being from Brazil. Ramon Dino's a superstar over there. Every year I show up to that press conference. I think it's my 5th time now. And there's one more every time. And Meine erste Olympia-Press-Conference. Junge, war das ein geiles Feeling. 2 Stunden sind wir jetzt durch. Wie habe ich mich geschlagen? Ja, gut. Wacker. Einen Rucksack haben wir auch bekommen. Zwar nicht so geil wie die Miracle Wear Sachen, aber seid auf Insta gespannt, denn wir machen wieder geile Olympia-Surprise-Boxen. Also checkt das Ganze aus. Wir gehen jetzt auf schnellstem Wege raus, wo auch immer das ist. Alice führt und dann geht's ab nach Hause, weil es stehen noch einige Mahlzeiten offen und davor müssen die auf jeden Fall geladen werden und dann müssen wir wieder hierher, denn dann ist Meet the Olympians. Also heute, wie gesagt, ein bisschen busy der Day, aber wir machen das schon. Ich habe absolut Bock jetzt. Let's go. Ich habe eine Frage. Ja. Hat dich das animiert, dass Ramon seine Meals rausgeholt hat, dass du auch gegessen wolltest? Nee, ich hatte übel Hunger und ich dachte mir nur, ich habe die Frau vor mir aus der Fitness hat schon angefangen zu essen. Dann dachte ich, wenn jetzt noch jemand macht, und dann hat er angefangen zu essen, dann dachte ich mir, okay, also jetzt ist das Eis gebrochen und so asozial kann das nicht sein. Man will nicht der Erste sein. Weil, ja genau, es ist immer so, du lässt die anderen zuerst machen und dann, ja, aber also nach 2 Stunden sollte man schon so ein Ding beenden, weil
Ich glaube, da hat jeder seine Probleme gehabt. Okay. Was geht ab? Da sind wir wieder. Frisch geduscht und mit ein paar Carbs im System. Jetzt muss ich aber noch kurz auf Toilette, bevor ich hier überrannt werde. Wo ist das Klo? Bist du jetzt gerettet für eine halbe Stunde mit dem Wasser lassen? Ja, ich habe jetzt vorausgeplant. Heute läuft auf jeden Fall gut Wasser raus. Das ist ein gutes Zeichen, denn Carbs drückt es in den Muskel. Wobei es kommt jetzt noch nicht wirklich viel an. Habe ich auch schon mit Stefan in Rücksprache gehalten, aber heute wird der Körper erstmal so ein bisschen belebt. Die Carbs klopfen an, sagen schon mal hallo, da kommt langsam was und ja, morgen soll es dann gut zimmern und ja, genau richtig getimt dann am Samstag volle Hütte sein. Nicht nur im Zuschauerraum hoffentlich, wo ihr ordentlich Gas gibt und schreit, wenn ich da raus marschiere. Jetzt marschieren wir aber nicht raus, sondern erstmal rein, suchen uns ein Table und dann gucken wir, was uns da drin erwartet. Hä? Thank you so much. Good luck. Mach mal auf das Ding, ja. Die Bären-Supporter, die Bären-Army haben den breiten Rücken am Start. Ich habe noch eine kleine Extra, bitte. Ja klar, wir grüßen die Linda, bitte. Linda, wir sind ja beim Olympia und wir wissen hier auf jeden Fall sehr gut. What's your name? Sebastian. I'm 14. 14 years old here. Do you remember me? Yeah, of course. We have IFBB promoter in Japan. Of course, I know this guy. You don't need to introduce me, brother. What's going on Tokyo Pro in August this year? I don't. You see my cameraman? Loves Japan. Yes. Love anime. And he can tell you when we guys are flying over. Sure. So. Next August, we all excited to watch your show live. Yeah. Next August. In January, I'm gonna be in Japan. For what? For visiting, training with you guys. Have a good time. Nice. For you guys, huh? Next August again, we have a Tokyo Pro in Japan. It's awesome. Do you guys want to see me at the Tokyo Pro? Oh. Heard a lot of good stuff about Japan and bodybuilding. And we bring Japanese traditional souvenir with us. Thank you. Chopstick. The chopsticks are here. And now I need the sushi. Practice before you come to Japan. Yeah, awesome. Thank you. Good up, okay? I hope you win. How old are you? Go to 15. Wow, 15 years old. The future here in the making. It's so nice to meet you, man. You good? Yeah, you're a big inspiration, bro. Thank you, buddy. Yeah. Awesome, and that's your dad? Huh? Yeah, this is not my world, this is his. Yeah. I'm here because of him. But when I'm blown away, you guys are just normal dudes that are hopefully we'll pretty get your ass also fired up for this. Yeah, man. It's an honor to meet you. Thank you, buddy. Yeah, thank you. Schön die Schule schwänzen für Olympia. Genau des Bedarfs, Männer. Ich bin nächstes Jahr will ich starten, wahrscheinlich. Ja? Zieht euch, Alter. So geil. Das kommt aus Deutschland nach, Alter. Der Nachwuchs. Das feiere ich, Mann. Da kann man schon mal die Schule sausen lassen. Ich schreibe dir den Krankschreiben. Wenn's der auch? Ja, natürlich, am Shaker. Hast du mir doch vorher schon gezeigt. Ja, also. Wir haben uns vor Ich kenn doch meine, hallo. einem Jahr im Dunkeln getroffen. Ja, das Also schon ein bisschen länger. Digga, du hast aber auch einen Wiedererkennungswert. Ja, ich weiß. Das habe ich öfter so. Die Fresse, die erkennst du wieder, Alter. Hier ist ein Star. Ja. 25 now. How about you? I'm the same age. 98? Yeah. Nice, awesome. Yeah, 98.
Die 90er Schnecken hier, Liedchen muss aufpassen. Spaß. So krank, einfach so viele Deutsche hier am Start, Alter. Ich liebe euch, ohne Witz, Mann. Krank, dass ihr bis in die USA fliegt, bis hier an Olympia und einfach hier live am Start seid. Völlig krank, danke euch. Wrestling practice. Better without them what weekend, huh? So let me introduce you these guys. I mean, they're my very first Olympia. Nobody was at my table, and those amazing people supported me from day one from the US. So Day one. always Day one. Day one. Yeah, and since then it's like an every year's thing. I mean, I can't perform when they both didn't hug me before. Then every time. Because every time. That's like the routine. We need to keep it on track every year. Yes, absolutely. So be ready for the next 10 years. Oh yeah. Oh yeah. Gonna win it this time. Let's Take go. it home. Nice. Ja, cool. Yeah. Let's do it. Die Deutschen, über die freut man sich noch mal doppelt, Alter. Junge, was eine Brust. Das ist eine deutsche Brust hier. Deutsche naturale Brust. Deutsche Hühnerbrust. Sehr gut. Das ist so geil, Mann. Next Mr. Olympia here. Thank you, man. Good job. That's the pick, huh? That's all I ever see you doing, man. We need to fill it up, you know? That's what you gotta do, brother. It's all right. Kurzes Mehl verhaftet, jetzt geht's hier weiter. Hey, was machst du hier? Ich hab noch im letzten Video gesagt, ich habe so viel Wissen von Dr. Martina Olisch. Und jetzt ist sie da, live und in Farbe. Also wer was weiß und wer Bodybuilding absolut supportet seit 20, 30 Jahre, bevor ich überhaupt angefangen habe. Ja, kommt hin. 20 Jahre, ja. Da warst du schon am Gas geben. Deswegen ja, absolute Ehrenfrau, wie man heutzutage sagt. Und als ich gestern die WhatsApp bekommen habe, dass sie mich hier live supportet, einfach mega happy. Ja. Markus. Nein. Was bedarf's hier? Ehrenmann. Lass uns mal lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir können hier bringen, das ist ja kurz vor Ende. In der richtigen Situation angefangen haben wir. Sabotage. Ich konnte mich ja noch nicht mal wehren hier. Unfassbar. What's the secret? You look 20 years younger than last time I saw you. It's the Florida tan. No, I'm not even in Florida. I just came from New York. Good luck, bro. I'll be rooting for you. Thank you. Check out this guy on Instagram. He like, when you think you cheat a lot and you cheat some meals. You wanna get big? You know the drill. Mayo-based burger. I mean, it's just crazy. Thank you so much. Thank you, bro. Can you just get a quick photo? Yeah. Aus miteinander! Hormones! Und für die Leidensreiter. Ja, okay. Was passiert hier? 2021. Nice. Wie war's? Wie war's? Es war. Du warst nicht einmal pinkeln, Mann. Es war krass, doch gerade eben. Es war ein ziemlich geiles Erlebnis. Ich habe zwischendurch schon mal gesagt, es ist abartig, wie viele Leute aus Deutschland hergekommen sind, um hier live vor Ort zu supporten. Deutschland, Österreich, deutschsprachiger Raum, wirklich eine geile Sache. Ich meine, auch geil zu sehen, wie das in den USA so wächst und immer mehr Leute Jahr für Jahr da bei mir anstehen. Wichtig ist, dem Körper jetzt auch Ruhe zu geben, denn wo es dann wichtig wird, ist am Samstag. Und von dem her, heißt jetzt ab nach Hause, ausruhen. Morgen ist zum Beispiel zum Glück nicht ganz so viel auf der Agenda. Da wird sich dann eher aufs Ausruhen, aufs Posen, auf die Farbe dann am Abend und auf den letzten Friseurbesuch fokussiert und das Ganze abgearbeitet. Aber jetzt bin ich auch gut müde, will noch ein bisschen Quality Time mit meiner besseren Hälfte
wenigstens ein paar Minuten vom heutigen Tag. Und in diesem Sinne, mit den Worten verabschiede ich mich vom ersten offiziellen Tag, sozusagen vom Olympia-Weekend. Ihr habt einen geilen Einblick bekommen, wir haben viel erlebt, das war meine erste Pressekonferenz. Es war ja ein sehr ereignisreicher Tag und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr es erstens mal mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo und mit einem Glöckchen supporten und ihr könnt auf jeden Fall bei More Code Alice verwenden. Die freut sich auch, wenn die Starbucks finanziert werden, beziehungsweise gibt auch immer coole Aktionen da. Folgt auch auf Instagram, checkt die Stories, die sind witzig, wenn mal welche kommen. Das ist garantiert der Lacher. Und ansonsten wisst ihr ja, ESN, Code Polacco in die Tasten, jetzt noch ab sofort maximale Rabatte sichern. Und wenn ihr uns beide zusammen maximal unterstützen wollt, dann im Miracle Wear Shop vorbeischauen. Mit diesem wunderschönen. Und zum Beispiel das Olympia-Shirt noch ergattern. Wenn das Video draußen ist, gucken wir, ob noch welche da sind. Aber damit ja, supportet ihr uns maximal. In diesem Sinne, Orlando, Day One, Olympia Weekend. Wir sind raus, Baby. Gute Nacht.